Wir machen Urlaub auf dem Bauernhof. Oh, ist das niedlich. Oh, süß. Zwischen Erholung und echter Hofarbeit. Was haben die Höfe zu bieten? Und worauf müsst ihr bei der Planung achten? Tut mir leid. Tut mir leid. Wir testen nach 5 Kategorien. Gib mir immer meine Tüte. Erholung. Tiere entspannen einfach. Wie eine Katze, wirklich. Umgebung. Preis-Leistung. Wenn man lieb fragt, kann man einiges ausprobieren bei euch, ne? Spaßfaktor. Ach, wirklich, das ist unmöglich. Und was die Höfe für Kinder zu bieten haben. Für Hinreisen besuchen wir 2 Bauernhöfe. Meine gute Freundin Patricia und ich starten auf dem ersten Hof in Thale im Harz. Hier erwarten wir Landidylle, Tiere und natürlich eine tolle Umgebung mit tollen Ausflügen. Mit Hofleiterin Eva geht es sofort mal in den Stall. Oh, hallo. Das wird nachher alles richtig schön gut schon so nach Pferd riechen. Ich mag das ja sehr. Ja. Wir haben noch einen anderen Duft, der ist dann noch besser. Aber noch besser als Pferd? Für mich ja. Für Sie ja. Okay. Ist das eine allgemeine Meinung oder sind Sie da die Einzige mit? Da habe ich so mit die Oh. Schwein. Das sind 2 neuseeländische Weideschweine, auch Kune Kune genannt. Hector und Rosi. Hallo. Große Aufregung. Aber, ja doch, riecht schon anders. Aber nicht, Nicht schlecht. nicht gar nicht schlecht. Nee, wirklich nicht. Verstehe ich schon. Den Weil sie draußen sind wahrscheinlich auch. Wollen Sie die jetzt nicht mit in der Wohnung haben? Also es gibt ganz viele Fans, die haben die mit in der Wohnung. Echt? Ja. Oh, ja. Was schätzen Sie, was er so wiegt? Ich schätze, ja, 3 geht auf die 4 Zentner. Also 200 Kilo. Wie eine Katze, wirklich. Nur ein bisschen lauter. Kategorie Spaßfaktor. Man sieht hier auch mal außergewöhnliche Rassen. Daumen hoch. Also schnarchen können sie gut alle beide. Ich hatte auch letzte Woche einen Hotelgast, der hier kam und sagte, das Schwein da hinten, das ist tot. Da lag er auch so hier. Ich sage, ja, ich gehe mal gucken, haben wir öfter mal. Und die sagt, solange sie atmen. Ist alles gut. Habt ihr noch Tipps, wo man auf jeden Fall Urlaub auf dem Bauernhof machen kann? Dann schreibt uns eure Tipps und Empfehlungen auf jeden Fall gerne unten in die Kommentare. Wir entdecken jetzt weiter den Bauernhof. Gemeinsam mit Mama Jana und den Kids Lea und Sophie. Wie seid denn ihr eigentlich auf den Hof hier gekommen? Im Internet hat man es gefunden. Wir hatten einen Bauernhof Urlaub gesucht, was nicht so weit weg ist. Da haben wir es gefunden. Woher kommt ihr? Leipzig. Urlaub auf dem Bauernhof gibt es natürlich an vielen Orten. Einen super Überblick darüber, was die einzelnen Höfe zu bieten haben, bekommt ihr im Internet. Für die kleine Lea steht jetzt noch Ponyreiten auf dem Plan. Gerade sitzen auf dem Pferd. Wo gehen wir lang? Er bestimmt es sowieso schon. Also der erste geht vor mir. Ich weiß, was man geht. Und fühlt sich das gut an? Macht Spaß? Papa, mal deine Ruhe. Deswegen hat er euch einen Urlaub besponnen. Aber ihr habt trotzdem den schöneren Tag. Das ist richtig. Ja, ja. Lilli, steh. Und dann lobst du die Lilli mal noch. Du kannst ja auch mal kuscheln, kannst du auf den Hals legen. Und drinnen gibt es weitere Tiere. Schweine, Kühe und große Pferde. Auch für Erwachsene macht so ein Tag auf dem Bauernhof auf jeden Fall Spaß. Für Kinder natürlich noch mal deutlich mehr. Ich finde, das Schönste ist eigentlich wirklich, wenn man so die Kinder hier sieht. Auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, wie viele Tiere ich jetzt schon hier gesehen habe. Kannst du das Und jetzt du schon bist nicht ja sehen? noch gar nicht lange da. Und bald wird es hier noch ein Tier mehr geben. Im Stall wird Nachwuchs erwartet. Das sind die kleinen Tröpfchen, die da dran sind, unten am Euter. Das sind Harztropfen. Und dann öffnet sich, dann kriegt sie Milch. Das ist kurz vorm Fohlen. Ja, also meist so 2 Tage vorm Fohlen kriegen die Harztropfen. Falls es heute Nacht doch plötzlich passiert, können Sie uns gerne aufwecken, dann kommen wir noch mal eben mit. Vielleicht beeilt sich die Kleine für uns ja noch etwas.
Jetzt helfen wir Eva und Andreas noch ein bisschen auf dem Feld. Ob Heu wenden, wie wir das gerade machen, ausmisten oder Tiere füttern. Bei dem Urlaub könnt ihr richtig mit anpacken, wenn ihr das wollt. Also es ist schon richtig cool, was man alles ausprobieren kann. Und vor allem, wenn man lieb fragt, kann man einiges ausprobieren bei euch, ne? Schon sehr gut. Auf Absprache könnt ihr übrigens auch eure eigenen Tiere mit in den Urlaub bringen. Sogar Boxen für Pferde werden zur Verfügung gestellt. Fußläufig vom Hof befindet sich auch ein Park mit Spielplatz. Wir wollten uns ja anschauen, was es speziell für Kinder hier gibt. Die dürfen auch alleine zu den Tieren, wenn sie gut mit ihnen umgehen. Dieser Hof ist für Kinder besonders cool, weil du hier einfach fußläufig, du musst nicht über Straßen, du hast einen Spielplatz, du hast eine Heuecke, du kannst mit den Tieren interagieren, sage ich mal. Deswegen würde ich sagen 3 von 3. Außerdem können Kinder auch ein ganz besonderes Übernachtungserlebnis haben. Auf dem Heuboden direkt über dem Stall. Aber auch ohne Übernachtung ist die Heuecke eine super Spielmöglichkeit. Naja, gar nicht Aber schlecht hier so. mit dem Buch? Ganz schön. Ja. Bisschen lesen. Gar nicht schlecht. Wenn ihr euren Urlaub aber nicht nur auf dem Hof verbringen wollt, Dann könnt ihr einen Ausflug zum Beispiel nach Quedlinburg oder Wernigerode machen. Oder ihr schaut mal bei Harzdrenalin vorbei. Da war ich mit meinem Kollegen Marc schon gemeinsam. Und wir gucken uns aber heute den Hexentanzplatz an, weil der ist hier ganz in der Nähe. dabei bleibt es für uns tierisch. Neben dem Hexentanzplatz ist ein Tierpark und Leiter Nils führt uns einmal herum. Essen die das schon? Hier, guck mal hier. Hallo, na? Oh, süß. Eine Besonderheit hier, Wölfe. Und die haben sich zum Glück heute nicht versteckt. Man kann zum Beispiel auch eine Fütterung buchen extra. Okay. Auch sowas, dass man quasi so mit den Tierpflegern sich austauschen kann und sieht, wie die gefüttert werden. Dann kommen die im Normalfall ja auch. Ja. Keine Garantie, es sind immer Tiere. Wenn die keine Lust haben, kommen die auch nicht. Ja. Oder gerade keinen Hunger. Aber das machen wir dann schon. Das füttern wir dann meist von hier oben. Das füttern wir auch hier im vorderen Bereich. Da kann man halt auch gut gucken. Und das kennen die auch. Der Eintritt kostet für Erwachsene 9 € und für Kinder ab 2 Jahren 6 €. Jetzt sagen wir zu unser Erdmännchenersatz. Ja. Erdmännchen haben wir nicht, aber dafür haben wir die mindestens genauso gut. Oh nein! Gib mir mal meine Tüte. Für unsere Kategorie Umgebung halten wir fest, hier kann man total viel erleben. Da ist für jeden etwas dabei. Zurück auf dem Hof übernachten wir heute in einer der 3 Ferienwohnungen. Mitten im Grünen und teilweise ohne Handyempfang. Bessere Voraussetzungen für Erholung kann es ja kaum geben. Wir halten fest, der Erholungsfaktor ist auf jeden Fall da. Der Morgen beginnt für uns noch mit einer Überraschung. Oh, noch ganz frisch. Oh, ist das niedlich. Wann kam das gestern Abend? 10. Um kurz 10 vor Uhr. 10. Waren Sie dabei? Also ich hatte meinem Sohn Bescheid gesagt und der kam rein und er sagte, das ist gerade rausgefallen. Ja. Das ist wirklich ein absolutes Highlight. Zeit für unser kleines Zwischenfazit vom ersten Hof. Also ich finde, ich habe hier wirklich viel erlebt. Bei Preis-Leistung würde ich sagen, ist es auch total gerechtfertigt. Also du kannst für relativ kleines Geld einen richtig schönen Urlaub haben. Du kannst hier super viel mit den Tieren was machen. Die Besitzer sind total offen für Wünsche auch. Also das ist wirklich für Kinder ein super Erlebnis. Bei den Ferienwohnungen, also bei uns gab es kein WLAN. Das wussten wir nicht, darauf hätten wir uns aber einfach einstellen müssen, glaube ich. Und war aber auch schön, ein bisschen entschleunigt, kannst du abends mal ein Spiel spielen, also vielleicht ein Spiel einpacken. Apropos packen. Wir packen jetzt auch zusammen und fahren zum zweiten Hof. Wir wollen wissen, was hat der Hof für unsere Kategorien zu bieten. Für Kinder gibt es auf jeden Fall eine Besonderheit.
Hier gibt es nämlich Projekttage und wir dürfen bei einem dabei sein. Die Schulgruppe ist schon voll in Action, als wir dazu stoßen. Füttern wir das jetzt den Hasen. Wir tun das mal mit diesen kleinen Schippen in diese Tonschalen. Jetzt aber nicht 20 Hände in den Eimer, sondern nur 2, 3. Und die anderen können dann auch die Tonschalen aus den Stellen rausnehmen und stellen die anschließend wieder rein. So, jetzt habt ihr noch ein paar Minuten Zeit zum Streichern und dann gehen wir weiter. Das ist ein straffer Zeitplan. So, wollen wir jetzt alle weitergehen? Ja! Frauke Peters hat die Truppe gut im Griff. So, was haben wir hier für Tiere? Ente! Enten, genau. Und welche Tiere liegen da hinten? Kamele. Kamele. Passen Kamele auf den Bauernhof? Nein! So bist du. Also sind das Kühe, genau. So, leider Gottes, der Bus wartet nicht auf euch. Wir müssen zum Bus gehen. Nein! Wollt ihr mal wiederkommen? Für Kinder kann es kaum besser sein. Spaß, Lernen und Tiere hautnah. Gemeinsam mit Frauke und Susanne dürfen wir uns jetzt in Ruhe umsehen. Susanne und ihr Mann haben den Hof vor einigen Monaten von ihren Schwiegereltern übernommen. So, also ich denke, für die größten Mädels sind die kleinsten Ponys ideal. Uns wird leider noch nicht mehr zugetraut. Hallo! Hallo, ihr beiden. Nee, hier ist Ach so, die Kleinen. Ich dachte die. Hallo! Willst du mit mir gehen? Ich dachte, das wären schon die Kleinen. Ja. Naja, wir arbeiten wir nehmen hoch. Du musst immer auf die Füße achten. Ja. Das Tier bewegt sich. Auch in die Freiheit. Ach, wirklich, haben die es schön, ne? Ganz süß. Mit den Eseln auch. Jetzt ist Anpacken angesagt, Heuballen stapeln. Dafür sollten wir uns erstmal in die passenden Klamotten schmeißen. Wie sieht's denn eigentlich mit der Erholung aus? Ich finde, es ist auch super ruhig, genauso wie beim anderen Hof. Und Tiere entspannen einfach. Ich finde sie auch super erholsam. Man hat hier das Vögelzwitschern, man kann zu den Pferden, zu den Kühen. Bei dem Wetter Erholungsfaktor 3 von 3. Ich darf wieder eine Runde auf dem Trecker mitfahren und habe die Chance, einmal kurz mit Vater Manfred zu quatschen. Was waren so die Gäste, die von am weitesten weg kamen? Also gibt es auch richtig so Leute, weiß ich nicht, die aus dem Ausland quasi hier Urlaub machen? Aus Spanien waren auch mal welche. Ja, das war wirklich das weiteste. Österreich, Schweiz. Ist aber schon spannend, dass die Leute aus Spanien dann und dann nach Sachsen-Anhalt, oder? Ja, also ich habe das nie geglaubt, dass das hier mit Ferienwohnungen so funktionieren würde. Echt? Hätte ich nie geglaubt. Aber kriegt ihr schon viele Anfragen dann? Ja. Auch hier könnt ihr richtig mit anpacken, wenn ihr wollt. Das gefällt uns sehr gut an Urlaub auf dem Bauernhof. Man kann, muss aber nicht. Wenn ihr Lust auf mehr Ausflugstipps aus Mitteldeutschland habt, dann abonniert unbedingt unseren Kanal. Zurück auf dem Hof zeigt uns Tochter Laura, was ganz viele Kinder hier machen. Man kann mit ihm zum Beispiel ihn führen, wie ich gerade mache. Man kann mit Gizmo auf ihm sitzen, also reiten. Man kann ja auch. Aber nicht alleine reiten, also ihr führt es dann mit Ja. Mama und Papa. Bauernhof, das heißt für mich auch frische Produkte. Die gibt es hier nicht nur im Hofladen, sondern für uns direkt aus dem Stall. Wer traut sich denn hier mal unter unser Huhn zu fassen und zu gucken, ob da ein Ei drunter ist? Kann man da einfach drunter fassen? Einfach drunter fassen. Nimm dir mal die Eier ab, dann hast du 2 Hände. Vielleicht war es aber auch ein Fickei. Es tut mir leid. Tut mir leid. Ich habe das Gefühl, das ist jetzt gerade erst rausgefallen, wo ich da dran war. Oh, es tut mir leid. Das ist ein richtiges Ei. Oh yeah, ist es noch was? Und jetzt dürfen wir wieder mit anpacken. Es ist Essenszeit für die Hühner.
Wenn man jetzt hier als Gast ist, was kann man denn noch gut in der Umgebung quasi machen? Was würdest du dann Leuten empfehlen? Ja, also man könnte theoretisch zu unserem Straußenland fahren. Das ist in Nettlitz, nicht weit von hier. Das ist immer sehr interessant, gerade da man unsere Hühnereier hat, mal so ein Straußenei zu sehen. Ja, ist ja ein bisschen größer. Dann haben wir in Lohburg unseren Storchenhof. Den kann man besichtigen. Und in Lohburg haben wir auch noch ja, dann haben wir auch noch den Ferienpark Plötzky. Ja, da gibt es auch Bungalows, einen kleinen See haben die dran und ja, auch viel zu sehen. Und viele fahren auch nach Magdeburg, da es wirklich nicht weit weg ist, in den Elbauenpark. Wenn ihr hier einen Ausflug machen wollt, empfiehlt Susanne, mit dem Auto unterwegs zu sein. Der Hof hat aber auch auf dem Gelände viel zu bieten. Ein Pool, eine Ausstellung und eine Menge Spaß beim Hühnerfangen. Das ist unmöglich. Man verliert die Geduld mit mir hier. Können wir das so schneiden, als wenn ich das einfach gefunden habe in einer anderen Ecke? Na? Wir lassen den Abend entspannt in unserer Ferienwohnung ausklingen. Die liegt im Erdgeschoss des Hauses. Familie Peters wohnt gleich eine Etage höher. Das kostet uns 111 € inklusive Endreinigung. Am nächsten Morgen stärken wir uns erstmal. Frühstück mit Lebensmitteln aus dem Hofladen und nicht zu vergessen unseren selbst gesammelten Eiern. Für uns hat der Hof wirklich einiges zu bieten. Von der Preis-Leistung her haben wir nichts zu meckern und wurden super herzlich aufgenommen. Wir haben uns total wohl gefühlt. Und jetzt heißt es für uns auch schon auf Wiedersehen sagen. Wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, zu welchem Bauernhof ich nochmal fahre, würde ich auf jeden Fall diesen hier wählen, weil das einfach für mich von den Tieren mehr zu bieten hat. Ich würde eher in den Harz nochmal fahren und würde bei einer Wanderung die Natur nochmal erkunden und, wichtig, schauen, wie es unserem Fohlen geht. Wir haben auf jeden Fall noch nicht genug von Urlaub auf dem Bauernhof und fahren noch weiter in die Altmark zu einem Reiterhof. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, klickt ihr einmal hier und wir haben euch das Video auch unten in der Videobeschreibung verlinkt.